Sehr verehrte, liebe Anwesende, liebe Teilnehmende über den Livestream, wir werden heute einen Vortrag haben in der Reihe Anthroposophie, eine Wissenschaft zu der Bedeutung der Seele für das Gesunden und das Erkranken. Und wenn wir in die Gegenwart schauen, wenn wir in die Ukraine schauen und dieses immense Leid, Angst, Furcht, also alles, was die Seele innerlich trifft und den Menschen nicht nur leiblich berührt, erfahren, aber vielleicht auch bemerken die ungeheure und berührende Hilfebereitschaft so vieler Menschen, wo man manchmal den Eindruck haben kann, etwas von Geschwisterlichkeit entwickelt sich für die Unterstützung von Menschen in Not. Dann haben wir dieses große Spektrum, wie sich Seele mit dem Leib verbindet, wie Auswirkungen der Seele auf den Leib sein können. Und von diesen Wirksamkeiten der Seele für das Erkranken einerseits und das Gesunden andererseits möchte ich gerne heute einiges beitragen. Und ein Gedanke, der für die anthroposophische Medizin ganz entscheidend ist, ist der bereits 1925 von Ita Wegmann und Rudolf Steiner formuliert in einem eigenständigen Kapitel: Warum erkrankt der Mensch? Dass in der Geist- und Seelenfähigkeit die Ursache des Erkrankens für eine große Gruppe von menschlichen Erkrankungen liegt. In der Geist- und Seelenfähigkeit. Lange bevor eine psychosomatische Medizin konzipiert worden ist. Und auf der anderen Seite, wenn wir an die Begründung der ersten Kliniken denken, gleich zu Beginn gab es eben nicht nur Arzneimittel, nicht nur pflegerische Anwendungen, nicht nur Heileurythmie, sondern auch innere Arbeit, Meditation, Patientenmeditationen zur Förderung des Heilens. Weil bereits in diesem Wort Meditation steckt wie verborgen das andere Mederi drin, was bedeutet heilen. Insofern haben wir einerseits zu fragen, was bedeutet diese Seele, die wir tagtäglich in unterschiedlichen Lebenslagen erleben, für das Erkranken? Was bedeutet sie für das Gesunden? Und so eng beide Qualitäten unseres seelisch-geistigen Wesens mit dem Gesunden und Erkranken verbunden sind, so getrennt werden sie in unserer gegenwärtigen Medizin erlebt. Und so haben wir ein Bild vor uns, was hoffentlich gleich kommt, was Pablo Casals gezeichnet hat, nämlich Wissenschaft und Nächstenliebe, ich glaube 1897, Scienza y Caridad. Und wir sehen in dieser wunderbaren Darstellung den Patienten im Bett liegend und daneben einen Medikus. Er hat wenigstens die Hand des Patienten in seiner Berührung, schaut auf eine Uhr und wir merken, alles ist auf diese sehr, befundorientierte Sichtweise konzentriert, schon damals so erlebt. Die Blicke treffen sich nicht. Er schaut in eine ganz andere Richtung als der erkrankte Mensch. Und daneben eine Art nonnenartige Begleitung reicht etwas, was die Bedürfnisse, dem Leiden des Patienten entspricht, hat ein Kind auf dem Arm, wie eine Art Hoffnungsschimmer des Werdenden, nicht des Sterbenden. Und so merken wir, diese beiden Seiten sind wie getrennt, an zwei Seiten des Bettes gewissermaßen lokalisiert. Eine der befundorientierten Medizin, Krankheitsprozesse, das andere, die andere Haltung, die Orientierung zu dem, was die Seele, das Innere, das seelisch-geistige Wesen des Menschen ist. Und wenn wir jetzt 100 Jahre weitergehen, dann haben wir
auch so etwas. Nun hat sich Gott sei Dank die Technik der Medizin verbessert, verändert. Aber wir sehen einen Menschen auf der Intensivstation, eigenartig vermummte, verkleidete Menschen, die ihm helfen wollen. Es handelt sich um einen infektionserkrankten Menschen und ich denke, Ihnen fällt auch nicht schwer zu erraten, welche Infektionskrankheit das ist. Und wir sehen, ungeheuer viel wird gearbeitet, wird gepflegt, wird an der medizinischen Versorgung für den Menschen getan. Aber, und da steht jetzt ein Satz, der in der Medizin eine große Karriere gemacht hat. Wie nämlich Menschen, wenn sie aus einer solchen Behandlung natürlich dankbar für alles, was für sie geleistet worden ist, herauskommen, sie vielleicht erfolgreich überstanden haben, dann steht da dieser Satz, es wurde viel für mich getan, ich wurde aber nicht gemeint. Und da kommt jetzt die Frage an die Medizin und die hängt zusammen mit diesem Seelischen, was wir in uns tragen und dem Körperlichen, an dem die Krankheit erscheint. Wie kommen wir zu einer Heilkunst, wo der Mensch gemeint ist, wo der Mensch im Mittelpunkt steht und wo wir diese beiden Dinge, die Bedeutung des Seelischen für Gesunden und Erkrankten, betrachten und einbeziehen können. Und da gibt es nun eine ganz wesentliche Beziehung, die ich gerne heute Abend wie eine Art Leitstern dieser Betrachtung von Seele und Leib, von Körper und Leben, von Leben und Bewusstsein zugrunde legen möchte. Nämlich, wie ist diese Beziehung zwischen dem, was wir in unserem Organismus an Leben haben, einerseits, zu dem, was sich in der Seele als Bewusstsein andererseits entwickelt. Ist es so getrennt, wie wir es in Pablo Casals Bild gesehen haben, 2 Bettseiten? Oder führt es sich zusammen? Wie ist diese Beziehung, von der Descartes spricht, als den räumlichen Dingen, den res extensa und den nicht räumlichen Dingen, den res cogitans? Wie hängt diese innere Seite des Menschen mit seiner Leiblichkeit zusammen? Und da möchte ich Ihnen gerne auf ein Phänomen hinweisen, nämlich wir haben hier die Entwicklung eines Gehirns ganz früh. Es wächst heran und während wir sonst begreiflicherweise der Meinung sind, dass unser Gehirn nicht furchtbar viel Leben hat, in der Embryonalzeit haben wir maximal Leben. Da ist das Gehirn genauso lebendig, auch seinem Wachstum nach, wie die Leber beispielsweise. Also wir haben ein wunderbares Wachstum mit einem enormen zellaktiven, zellteilungsfreudigen Leben. Und das bezeichne ich jetzt als das Leben. Und während unseres fortschreitenden Alters haben wir eine Bewegung, wo dieses Leben immer mehr abnimmt. Und da benimmt sich das Gehirn eben anders als die Leber, die gerne Leben noch behält und deswegen auch Leber von Leben heißt. Also wir haben ein abnehmendes Leben in der Entwicklung des Nervensystems und parallel haben wir eine Zunahme von Bewusstsein und Denken. Diese Polarität ist ganz entscheidend für tieferes Verstehen, wie die Seele zusammenhängt mit dem Körper, mit dem Lebendigen und seinem Leben. Die polare Beziehung zwischen Leben auf der einen Seite, abnehmend in der Entwicklung des Nervensystems, Entwicklung des Bewusstseins auf der anderen Seite. Sie ahnen schon, dass gerade dieses Verhältnis vielleicht zu viel Bewusstsein, zu viel Schockerfahrung Konsequenzen hat für das Leben. Umgekehrt, dass gerade Menschen, die gut schlafen können, wo vielleicht einmal dieser Seelenfilm des Tages mit allen Stresserlebnissen ein Stückchen zur Ruhe kommt, wieder in das eintauchen, was mit dem Lebendigen zu tun hat. Und wir kommen auf ein Bild, wo wir sagen können,
Das, was unser Bewusstsein trägt, lokalisieren wir oben im Bereich des Nervensystems. Das, was unser Leben entwickelt, lokalisieren wir im unteren Menschen. Und wir können staunen, dass nicht nur die Leber, sondern genauso auch unser Darm in der Lage ist, etwa 300 Gramm Zellen pro Tag zu bilden. Und interessanterweise, wenn wir uns fragen, wo altern wir, dann altern wir nicht im Darm. Also ich habe viele Menschen Darm gespiegelt in meinem Leben und wenn man dann einen 80-jährigen Dünndarm anschaut, dann staunt man, wie jung der ist. Und umgekehrt, wenn man dann in das Gesicht schaut, dann merkt man, da ist Alterung. Wir haben also perfektes Anti-Aging im Darm. Ob wir das tatsächlich nun so wollen, auch für unseren gesamten Organismus sei dahingestellt, aber Alterungsprozesse haben etwas mit dieser Bewusstheit zu tun und beziehen sich auf das, was wir Leben, Lebensorganisation nennen. Und man kann sich fragen, wie lebt eigentlich ein solcher Begriff von Leben in der Medizin der Gegenwart, der letzten Jahrzehnte vielleicht, nach Steiner, nach dieser Inspiration auch der Heilkunst durch die Anthroposophie. Und da gibt es berühmte Menschen, die über Leben nachgedacht haben, besonders Hans Jonas, ein Buch geschrieben, Das Prinzip Leben. Da geht es schon darum, eben nicht nur molekulare Funktionalität uhrenartig mit Leben zu identifizieren, sondern jetzt das Prinzip Leben als Eigenständiges zu nehmen. Und sehr beeindruckend, Schumann, ein US-amerikanischer Neurologe, mit dem ich auch einmal einen sehr netten Mail-Austausch hatte, der über Menschen berichtete, die einen chronischen Hirntod haben. Chronischer Hirntod heißt länger Hirntod als 7 Tage, so war es definiert. Also fast eine Kontradiktio, wo man sagen kann, normalerweise denken wir, Hirntod ist der personale Tod des Menschen, so wird es ja weitestgehend akzeptiert. Er bringt eine andere Denkart herein und stellt fest als Neurologe, Lebenserscheinungen gehen weiter, Wachstum geht weiter, Temperaturregulation. Menschen können im Hirntod sogar in die Pubertät hineinkommen. Also wir merken, so tot sind sie nicht. Und er hat nun als Neurologe gesagt, ursprünglich dachte ich, das Nervensystem koordiniert alles Leben. Und jetzt muss ich feststellen, das Leben ist nicht und der Organismus ist nicht koordiniert von diesem Nervensystem, sondern, und jetzt kommt ein Begriff, Integrative Unit. Also er spricht von einer nicht lokalisierten, integrierenden Einheit, die Leben bedeutet. Und sagt, diese Einheit wirkt dem Zerfall entgegen. Es ist fast eine Wortgleichheit zur Einführung des Begriffs Leben, Lebensorganisation durch Steiner. Und so haben wir auf der einen Seite diese Frage nach dem Leben. Auf der anderen Seite gibt es einen Rudolf Steiner, kurz vorher ist er geboren, gewissermaßen nahestehenden, in manchen Dingen nahestehenden Jenenser Psychologen Karl Fortlage. 1869 kommt er auf diese Polarität von Leben und Bewusstsein und sagt, Bewusstsein ist das Gegensätzliche von Leben. Überall, wenn wir Leben entfalten, schlafen, dann gehen wir gewissermaßen in eine eher Nacht, in die Bewusstlosigkeit. Interessanterweise soll während Kuraufenthalten der IQ sinken. Also das spricht nicht gegen Kur, aber es zeigt so ein bisschen auf diesen Zusammenhang. Und umgekehrt kann man sagen, wo Bewusstsein sich entwickelt, ist eben nicht Leben, sondern da kommt es zu einer Art Abbauprozess. Und diese wunderbare Perspektive, die Fortlage mit formuliert, das Bewusstsein ist ein kleiner und partieller Tod. Und dann weitet er diese Perspektive. Der Tod ist ein großes und totales Bewusstsein, ein Erwachen des ganzen Wesens in seinen innersten Tiefen. Also man merkt, da kommt eine spirituelle Perspektivität mit herein.
Und wir blicken auf diesen Gegenpol von Leben und Bewusstsein. Und dann Steiner 1925. Und da kommt ein Wort, was nicht so häufig von ihm gebraucht wird, nämlich allergrößte Bedeutung. Also bedeutungsvoll ist vieles in der Anthroposophie. Aber von allergrößter Bedeutung, das kommt nicht so oft vor. Die Metamorphose, die Verwandlung von Lebenskräften in Bewusstseinskräfte. Und so merken wir, wie jetzt eine Beziehung aufleuchtet, die gerade unser Problem, wie hängt das Seelische mit dem leiblich Lebendigen zusammen, in besonderer Weise adressiert, nämlich die Verwandlung von Lebenskräften in Bewusstseinskräfte. Und man kann lange damit leben und vor allen Dingen auch kann man sich fragen, was ist aus einem solchen Zusammenhang in dem letzten Jahrhundert und vielleicht auch Anfang dieses Jahrhunderts geworden? Wie wird ein solcher Zusammenhang wissenschaftlich rezipiert? Bleibt es gewissermaßen eine Blase, wie alleinstehend? Oder hat er bestimmte Bezüge zu einem Denken, was wir uns gewissermaßen auch in der Gegenwart mit diesen Fragen von Leben und Bewusstsein in Zusammenhang bringen? Und da möchte ich Ihnen gerne von zwei Frauen erzählen. Zwei Frauen, hochdotierte Wissenschaftlerinnen. Die eine ist Elizabeth Blackburn, die andere Lisa Apple. Und Elizabeth Blackburn, die hat Folgendes gemacht. Sie hat sich auch mit der Frage Leben beschäftigt, aber jetzt natürlich biologisch und auf die Zelle orientiert. Und hat sich an kleinen Tierchen mit feinen Härchen, aber mikroskopisch klein, den Wimpertierchen, gefragt, wie kommt eigentlich es zustande, dass gewissermaßen Leben und Zellteilung möglich wird. Und da sehen wir hier Zellen, vermutlich pflanzliche Zellen. Und dieses nette Doppelgestirn, das ist eine Zellteilung. Das ist der äußere Gesichtspunkt oder das äußere Bild, wie sich eine Zelle teilt. Und jetzt hat man sich gefragt, kann sich eine Zelle unendlich teilen? Geht das immer wieder so? Und stellte fest, dass nach etwa 50 bis 70 Zellteilungen das einfach nicht mehr geht. Da ist Ende der Fahnenstange mit dem Leben. Und da kam man auf eine sehr wichtige Beobachtung. Wenn Sie mal hier einen kleinen Zellfaden, also das Chromosom nehmen und hier in die Vergrößerung bringen, dann haben wir so eine mittlere Stelle, das nennt man das Zentromer, und die Enden der Chromosomen. Und jetzt hat es die Natur so eingerichtet, dass praktisch ständig bei jeder Zellteilung sich die Chromosomen verkürzen, diese Kappen, die hier drauf sitzen, verkürzen. Und das führte immerhin zu dem Nobelpreis 2009. Dass es jetzt eine Lebensleistung, ein Enzym, ein Lebensprozess in der Zelle gibt, der ständig ein bisschen das wieder gut macht. Lebensprozesse in der Zelle. Das war Blackburn. Und jetzt gab es eine, die hat sich nicht für das Leben interessiert, sondern für die Seele. Und das war Lisa Apple, eine Psychologin. Und die hat lange Zeit sich beschäftigt mit Frauen und Müttern von chronisch kranken Kindern. Und hat sich gefragt, manche, die leiden derartig drunter, sind von dieser Last des Leidens wie gewissermaßen innerlich geschockt und tief getroffen. Und andere kommen besser damit zurecht, haben eine andere Resilienz, erleben dieses ganze Herausfordernde tagtäglich nicht als die Bedrohung und als die Last, sondern als die Herausforderung, so hat sie das beschrieben. Und jetzt kommen diese beiden Frauen, die eine mehr mit dem Leben, die andere mehr mit der Seele zusammen und machen eine Entdeckung. Nämlich, dass interessanterweise, je mehr wir in diese Bewusstseinsrichtung kommen, unter Stress leiden, Depression leiden, umso mehr nehmen Lebensprozesse ab. Und je mehr das Umgekehrte ist, ein gesunder Lebensstil, die Schlafseite, physikalische Aktivität,
eine Stressminderung, schon nimmt das Leben wieder zu. Und wir merken den Zusammenhang, den wir eingangs sagten, der findet sich jetzt da wieder, aber auf einer ganz anderen und etwa 100 Jahre späteren Ebene. Dass nämlich Bewusstseinsentwicklung auf der Grundlage unseres Nervensystems zu einer Art Lebensschwächung führt und auch Alterung führt. Umgekehrt, wenn Menschen sich innerlich gesund verhalten und innerlich ein gesundes Leben führen, auch wenn sie meditieren, dann kann das zu einer Verstärkung der Lebensprozesse führen. Und gerade von der Meditation ist bekannt, dass sie dieses Regenerieren, lassen sich von den komplizierten Namen vielleicht jetzt nicht irritieren, dass dieses Regenerieren verbessert wird. Meditation hat auch einen heilenden Effekt. Erkennen und Heilen steht in einem tiefen Zusammenhang. Und hier entdecken wir, wie dasjenige, was die Seele jetzt innerlich, wenn sie zur Ruhe kommt, wenn sie in eine Perspektive hineinkommt, wenn sie inneres Besinnen übt, wie da gesundende Einflüsse für den Organismus entstehen. Und das ist eben nicht nur im Augenblick so, wo man Kinder zu versorgen hat oder wo stressartige Momente mit hereinkommen, sondern das ist interessanterweise auch lebensgeschichtlich so. Und es gehört zu den besonders beeindruckenden Darstellungen Steiners, die lebensgeschichtliche Dimension von Erkranken und Gesunden. Wie ein Lehrer den Kindern gegenüber ist, was Kinder an anderen Situationen erleben, an Traumata, an Schocks, hat Auswirkungen für ihr späteres Leben. Und wir brauchen eben deswegen auch eine Achtsamkeit, eine Aufmerksamkeit auf eine gesunde kindliche Entwicklung, weil das, was wir als Trauma in der Kindheit haben, bildet sich ab oder kann sich abbilden in Veränderungen, die mit dem Herz-Kreislauf-System zu tun haben, die bis dahin führen können, was Sklerose, was Verhärtungs-, was Durchblutungsstörungen, das heißt dieses Wort koronare Herzerkrankung, später bedeuten. Wir merken also, Krankheit hat ihre Geschichte, hat ihr Woher und hat aber auch ihr Wohin. Es ist nicht nur die Frage in die Vergangenheit, sondern auch natürlich immer in die Zukunft. Und bei allem muss man sich fragen, wenn sowas eingetreten ist, wie hoffnungslos muss man sein? Denn welches Kind kann denn an sich ohne Traumata aufwachsen? Und wenn wir nicht nur auf das mittlere System, das rhythmische System schauen, sondern auch mal auf das Nervensystem, dann sehen wir durch Traumata, durch frühen Stress von Kindern, und da können Sie sich jetzt unterschiedliche Dinge vorstellen, ändert sich unser Nervensystem. Der Hippocampus ist eine Struktur, die mit unserem Gedächtnis verbunden ist, die auch noch etwas Lebens- und Teilungsprozesse kennt. Die Mandelkerne des Gehirns hängen zusammen mit unserer seelischen Dynamik von Kampf und Flucht gewissermaßen, mit dieser seelischen Aktivität. Und der präfrontale Kortex, also das, was unser Gehirn hier ist, das gibt uns unsere Selbstbewusstheit. Da ist natürlich nicht unser Ich drin, aber es ist das Instrument, dass wir selbstbewusste, selbstwirksame Menschen werden können. Und wir kennen viele Erkrankungen, wo gerade auch dieses Organ eingeschränkt ist und wo wir merken, wie der Mensch dann wesensverändert wirkt. Aber nicht, weil sein Ich und geistiges Wesen anders ist, sondern weil er dann ein Instrument hat, was nicht mehr genügend ihm dienen kann. Also so etwa wie eine Geige, wo vielleicht nur noch eine Saite drauf ist. Da merken wir, Störung des Instruments verhüllt das innere Wesen, was wir geistig gesehen in uns tragen. Und so haben wir eine Beziehung auf unterschiedlichen Ebenen, wo wir jetzt uns auch fragen können, gibt es denn irgendetwas, was
aus diesem Fatum auch heilt. Weil das wäre eine sehr traurige Angelegenheit, wenn man immer sagt Trauma und dazu können unterschiedliche gehören. Es kann auch mal sein, dass ein Kind unter nicht nur schwerwiegenden, sondern auch scheinbar leichten Ereignissen leidet. Das Leid ist entscheidend und die Bearbeitungskompetenz, die diesem Leid gegenüber besteht. Und wenn man das sich vergegenwärtigt, dann kann man sagen, Trost und Verstehen und Hüllebildung und Wärme sind Möglichkeiten, etwas auszugleichen und eben nicht nur diese feile Wirklichkeit werden zu lassen, sondern in etwas hineinzuwirken, wo wir diese Möglichkeiten dem Kind geben. Und in der anthroposophischen Medizin haben wir wunderbare Arzneimittel, die nicht nur die Seele beruhigen, sondern auch das Lebendige im Menschen stärken. Gerade auch wie das Rhyophyllum, Keimzumpe, die Goethe-Pflanze. Sodass wir es zusammenfassen können, viele Traumata, wenn ein Kind zu viel Bewusstsein entwickeln muss in der ersten Hälfte seines Lebens, führen zu sogar eher altersbedingten Erkrankungen, führen zu einer beschleunigten biologischen Alterung und zu Einschränkungen der Lebensprozesse. Und jetzt ist etwas Ähnliches zu dem chronischen Schmerz. Wir haben so viele Menschen, die unter Schmerzen leiden. Und in der Klinik, in der ich sonst auch gearbeitet habe und zum Teil auch noch bin, dem Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe, haben wir eine komplette Schmerzstation mit etwa 40 Betten, chronisch schmerzkranke Menschen. Und dann merkt man, das ist nicht nur eine Ebene, wo dieser Schmerz gewissermaßen gefühlt wird, sondern in der Seele entwickelt sich Leiden. Es entsteht ganz oft die Sinnfrage, wofür? Manchmal auch die Entdeckung, dass alles Große in dieser Welt irgendwo eine schmerzhafte Geburt hatte, dass es also nichts Großes gibt, was nicht auch eine bestimmte Vergangenheit, die mit Schmerz zusammenhängt, durchlebt hat. Also eine solche Dimensionalität von Schmerz. Und dann entdeckt man auch hier frühe Kindheitstraumatisierung, gerade auch bei den Weichteilrheumatismus, Fibromyalgie-Syndrom, viele solche Dinge spielen herein bis in die Schmerzebene, die sich dann im Lauf des Lebens entwickelt. Und dann kommt die besondere Situation, die Steiner einmal beschreibt für die Schmerztherapie, dass wenn man einen somatischen Schmerz hat und ihn dann unterdrückt, gewissermaßen nach allen Regeln der Kunst irgendwo in die Unscheinbarkeit bringt, dass dann diese Energie sich wieder transformieren kann zu dem, was der Seelenschmerz ist, wo aus Körperschmerz wieder Seelenschmerz wird. Und man staunt, wenn man mit solchen Patienten zu tun hat, wie viele Antidepressiva als Co-Medikation und Ähnliches da eingesetzt werden. Also auch hier, gerade bei einem solchen Krankheitsbild, haben wir es zu tun mit dieser krankmachenden Seelentätigkeit, die zu viel Bewusstsein, Schock erzeugt und den Leib entsprechend prägt. Und das ist von Steiner interessanterweise direkt ausgesprochen worden, nämlich dass frühkindlicher Kummer, und das ist so ein schönes Wort, das kann man übersetzen mit Early Toxic Stress, aber vor allen Dingen frühkindlicher Kummer zu dem führt, was später rheumatologische Erkrankungen sind. Und wir haben in unserer Klinik da auch mal eine Erhebung gemacht und festgestellt, dass gerade bei Diabetes und bei Rheuma besonders oft frühkindlicher Kummer erinnerbar ist. Und jetzt entdeckt man eine Studie von Korff, schon 13 Jahre her, die zeigt, wenn Menschen Rheuma entwickeln und keine entsprechende Traumatisierung haben, dann entspricht das dieser Linie. Wenn eine Traumatisierung, eine frühe Early Toxic Stress auftritt, dann nimmt die Wahrscheinlichkeit für Rheuma zu.
Ich glaube, das ist eine Studie an über 18.000 Menschen. Und man sieht diesen Zusammenhang zwischen Seelenschmerz auf der einen Seite und dem körperlichen Schmerz auf der anderen Seite. Und nur noch zum Abschluss dieser Situationen, wie wirkt die Seele im Leib? Unsere Blutgerinnung ist eben nicht nur etwas, wo Blut gerinnt oder nicht gerinnt, sondern ist auch moduliert von der Seele des Menschen. Und hier haben wir diese wunderbaren Zellen, die Blutplättchen, die sozusagen, sobald wir uns geritzt haben, in eine entsprechende Blutstellung eintreten, die dann aktiviert werden, diese schönen sternförmigen, fast nervenzellartigen Formen bekommen und der Gerinnung dienen. Und nun heißt es, akuter Stress führt den Menschen in mehr Gerinnung herein. Und wir wissen, wenn Erdbeben in einer Region sind, wenn Menschen unter Stress stehen, auf einmal sind thrombotische Lungenembolien, venöse Thrombosen, solche gerinnungsbedingte Erkrankungen viel häufiger. Also wir merken auch dort, wie die Seele mit dem Leib zusammenhängt und blicken vielleicht erstaunt auf einen Text Steiners, wo er darstellt, beim Fühlen haben wir es zu tun mit feinen Prozessen, die sich abspielen, wenn ein flüssiges Halb fest wird. Also das heißt Gerinnung. Wir müssen rein aus der okkulten Beobachtung heraussprechen von einer realen Wirkung der Seele auf den menschlichen Organismus. Diese feinen Prozesse im Organismus werden den sorgfältigeren und subtileren Untersuchungsmethoden der Wissenschaft schon zugänglich werden. Und die Folie davor hat es gezeigt, wie es zugänglich wird. Auch etwas, wie ich verstehe, wie Anthroposophie und Wissenschaft zusammenhängen, dass wir wunderbare Entdeckungen finden im menschlichen Organismus, die vieles beleuchten, was aus einem geisteswissenschaftlichen Verstehen dann immer mehr und besser verständlich wird. Das ist nochmal was zum Zucker. Die süßen Sachen lassen wir jetzt mal ein bisschen aus. Aber auch hier gibt es auf der einen Seite 1920 Seele und Zuckerkrankheit, Depression und Diabetes mellitus. Und hier tonnenweise Studien, die zeigen, wie der Typ-2-Diabetes mit der Depression verbunden ist. Und vielen Studenten oder anderen erzähle ich dann sehr gerne, dass es eben nicht nur Diabetes und Depression mit dem gleichen Buchstaben anfangen, sondern dass sie auch zusammengehören. Und dass es eben auch eine Seelenseite gibt für das, was die Erkrankung bedeutet. Und so braucht die Medizin, wenn sie den Menschen in den Mittelpunkt stellen möchte, immer mehr diese Perspektivitätserweiterung auf das Wirken der Seele beim Erkranken und auch beim Gesunden. Stressanfälligkeit haben wir hinter uns, ähnliche Verhältnisse. Gibt es jetzt aber auch einen gesunden, was ist denn die gesundende Kraft der Seele? Können wir etwas tun, dass wir Menschen in der inneren Gesundheit helfen? Und da möchte ich Ihnen gerne mal etwas zu Waldorfpädagogik und Gesundheit erzählen. Diese berühmte Fischer-Studie unter Mitwirkung der Berliner Charité. Also das sind mehr oder weniger glückliche Waldorfschüler, nehme ich mal an. Nun hat man sich gefragt, ich glaube bei 1100 Waldorfschulen entsprechend vielen Kontrollgruppen aus den großen alten deutschen Waldorfschulen. Da hat man die entsprechenden Untersuchungen gemacht, Fragebogen versandt. Wie geht es denn den einen und wie geht es den anderen? Nun möchte ich gleich, wenn ich das darstelle, vorausschicken, die Mitteilung heute Abend sollte nicht sein, Waldorfschule und Krankheit ist weg, sondern es gibt aber eindeutig Veränderungen positiver Art, gesundheitlicher Art, wenn eine andere Pädagogik wirkt. Und das ist natürlich nicht nur lernzielorientiert, sondern hängt mit der Methodik zusammen. Und so haben wir eine deutlich geringere Arthrosehäufigkeit. Die Heuschnupfenerkrankung ist weniger. Die Menschen haben weniger Rückenschmerzen, Schlafstörungen sind besser, Gelenkschmerzen, auch
Magen-Darm-Beschwerden sind seltener und wir merken, Medizin und Pädagogik hängen zusammen. Und deswegen bin ich auch so glücklich, dass wir eine Konzeption haben, die mit der lebensgeschichtlichen Dimension der Medizin auch die Pädagogik einschließt und dass es da ein Zusammenwirken gibt, genauso wie wir das auch für die Ernährung natürlich haben. Hier sehen Sie das nochmal etwas ausführlicher, auf Krankheiten bezogen, auf Beschwerden bezogen und man staunt, dass doch Krankheiten und selbst substanzielle Krankheiten durch eine Waldorfpädagogik einen gesundenden Einfluss bekommen. Aber nicht nur die Art, wie Menschen heranwachsen, ist entscheidend, sondern auch, wie Menschen sich begegnen. Die Beziehung der Menschen untereinander. Und jeder, der heute die moderne Onkologie ein bisschen kennt und vielleicht auch in diesem Bereich tätig ist, weiß, es geht immer mehr in die molekulare Beschreibung des Tumors. Wir haben Tumorkonferenzen und nicht mehr Patientenkonferenzen, als ob wir uns nur noch über Tumore gewissermaßen unterhalten und deren Treibermutation und Sonstiges kennenlernen. Und jetzt so eine gut veröffentlichte Studie, die Größe der Familie entscheidet über die Krebsprognose. Auf einmal kommen ganz nicht molekulare Aspekte des Zwischenmenschlichen mit herein und bestimmen unser Gesunden. Wir sind jetzt auf dem Feld, wie die Seele eben nicht nur krankmachend wirkt, sondern wie in der Beziehung auch etwas Gesundendes wirkt. Und leider auch im Umgekehrten. Wenn Trennungen auftreten, wenn Menschen eben nicht in einem harmonischen Zusammenwirken können, dann kommt es zu entsprechenden Verschlechterungen. Nun kann man sagen, die Kurven sind ja relativ klein oder gleich. Aber wenn man sie auf Monate bezieht und den Unterschied mal nimmt, dann merkt man, vielleicht 17, 20 Monate, das ist etwa 3 Monate Lebenszeit. Und man sieht, wie sich menschliche Beziehung, das Zwischenmenschliche auswirkt auf das Gesunden. Und hier nur ein kleiner Einblick, gerade auch beim Krebs, in die anthroposophische Medizin, wo wir von der Misteltherapie wissen, dass sie eben nicht nur auf den Tumor wirkt und dort eine tumorspezifische Effektivität entfaltet, sondern in einer großen Studie prospektiv am Bauchspeicheldrüsenkrebs sieht man auf einmal, dass die Denkfähigkeiten, das, was der Mensch geistig kann, sich deutlich signifikant unterscheiden, dass der Mensch auch in seinem Fühlen, in seinem Seelischen eine andere Schwingungsfähigkeit bekommt, dass Schmerz deutlich weniger wird, der Schlaf besser. Und wir merken, wie eben Arzneimittel nicht nur im Sinne der Körperlichkeit angeschaut werden dürfen, sondern wie sie etwas sind, was die gesamte Mehrgliedrigkeit unseres Menschseins umfasst. Und jetzt kommen wir zu so schönen Dingen wie der Musik, die die Seele anspricht. Ein von mir sehr geschätzter Musiktherapeut unserer Klinik, eine jüngere Studie aus dem Jahr 2020, was Musik bedeutet, dass die Musik Lebensqualität verbessern kann, Ängste und Depressionen nimmt und dass auch Schmerzen gebessert werden können. Und wir merken, die Seele kann angeregt durch die Kunst heilend wirken. Und es ist nicht nur die theoretische Feststellung, sondern es gibt Instrumente, wie wir das praktisch umsetzen können. Aber nicht nur am Ende des Lebens, sondern auch bei der Geburt. Und es ist so beeindruckend, dass gerade der Wehenschmerz unter einer Musiktherapie deutlich besser wird. Das ist eine visuelle Analogskala und man sieht, wie sich der Wehenschmerz unter der Musiktherapie verbessert. Insofern braucht die Medizin eine Erweiterung im Sinne eines integrativen Ansatzes. Und wenn wir etwas nehmen, was nun nicht nur die Menschenbeziehung im Zwischenmenschlichen, sondern die Berührung einschließt,
dann können wir sagen, die Berührung hat ein ganz großes Geheimnis und ist kein ausschließlich somatischer Effekt. Also jeder, der vielleicht einmal getröstet, gestreichelt worden ist, merkt, Berührung ist mehr. Und wenn man jetzt zum Beispiel eine rhythmische Einreibung macht, wie es die anthroposophische Krankenpflege tut, mit einem sehr bekannten Öl aus der Rosskastanie, dann dem Schachtelhalm, Lavendel, Solum, Oleaginosum, Moorextrakt, ein von Patienten ausgesprochen geliebtes Öl. Und wenn man diese wunderbaren rhythmischen Einreibungen dann durchführt und sich dann nach den Schmerzen erkundigt, dann merkt man, also nach jeder Behandlung geht es dem Menschen erstmal besser. Und nach einer Sequenz von Behandlungen nimmt die Schmerzintensität ab. Also wir erleben, wie wir da in eine Wirksamkeit kommen, die sich mit der Berührung in Zusammenhang bringt. Und ich möchte Ihnen gerne von einer Arbeit berichten, die mich sehr gefreut und beschäftigt hat, von Müller-Oerlinghausen, der in Deutschland einen großen Namen hat, Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft. Er ist, glaube ich, jetzt über 80 Jahre alt, schreibt einen Artikel von der Bedeutung der Berührung. Wir brauchen eine Berührungsmedizin, so heißt das Ganze. Nicht nur eine Beziehungsmedizin, sondern auch eine Berührungsmedizin. Und er stellt alles zusammen, was bekannt ist, dass Schmerzen, Müdigkeit, Übelkeit, Angst, Depression bei krebskranken Menschen besser werden, dass sich die Schmerztherapie eignet als Einsatz, auch in der Rheumatologie. Also ein weites Spektrum, die heilende Kraft von Berührung. Und nun denken Sie daran, dass wir so etwas haben wie die rhythmische Massage, die einen so subtilen, in die Lebensprozesse eingreifenden rhythmischen Prozess unterstützt und auch davon lebt, was mit der Berührung verbunden ist. Heileurythmie. Eine innere Tätigkeit, die mit dem Bewegen des Menschen verbunden ist. Wir wissen, wie diese Heileurythmie zu etwas führt, was Schmerzen bessert, was Rückenschmerzen bessern kann. Aber sie hat auch was anderes und darauf möchte ich gerne mal hinweisen. Wenn Sie auf Ihren Puls achten, dann merken wir, dass alles lebendige Rhythmen kennt. Und wir haben nicht einfach einen festen Puls, sondern mit jedem Einatmen wird der Puls schneller. Hier oben ist die Pulsfrequenz angezeichnet. Mit jedem Ausatmen wird er langsamer. Und das ist ein Zeichen für eine gesunde Rhythmizität unseres rhythmischen Systems. Jede Starrheit hat nichts mit Gesundheit zu tun. Und jetzt kann man sich fragen, was macht die Heileurythmie? Sie verbessert dieses Atmen des Herzens, möchte ich mal sagen. Und wenn man das auf unterschiedliche Übungen projiziert, dann merkt man, wenn wir eine Übung machen, die eine sehr bekannte ist mit dem Namen Ich denke die Rede, dann senkt sich die entsprechende Herzfrequenz. Wenn wir eine andere Übung machen, wo der Mensch sich einhüllt, auch gerade bei Migräne, dieses Migräne B ausführt, dann kommt es zu einer Zunahme dieser Rhythmusatmung des Herzens. Nun kann man sagen, ist ja ganz schön, wenn das Herz schneller und langsamer schlägt. Was hat der Patient? Hat das was mit Gesundheit zu tun? Und da entdeckt man auf einmal, wenn wir Menschen mit so einer ernsten Krankheit, Lungenkarzinom nehmen und mal untersuchen diejenigen, die ein gutes rhythmisches Spiel mit dem Herzen haben und die das nicht haben, deutliche Unterschied im Überleben. Wir merken also, aus diesem rhythmischen System kommt vieles, was mit dem Heilen verbunden ist. Und wenn wir dann uns fragen, ja, vielleicht ist das nur der Lungenkrebs, dann gibt es eine Meta-Analyse, wo man viele Krebsarten zusammen angeschaut hat. Und man merkt, immer diejenigen, die gewissermaßen in dieses vermehrte Schwingen des Herzens kommen, haben eine bessere Prognose als diejenigen, wo das starrer ist. Und hier diese wegweisende Formulierung Steiners: Unsere Atmung ist fortwährend eine Heilung. Und Heilung kommt von diesem atmenden System des Menschen.
Maltherapie möchte ich noch kurz Ihnen vorstellen. Auch was wir inzwischen davon wissen, dass es eben nicht nur schön ist und dass Menschen sich über Farben freuen, sondern dass es deutliche auch medizinische Effekte hat. Und ein besonders interessanter ist, wie man an sich nur darüber staunen kann, wenn man mal sagt, ein Mensch geht durchschnittlich einmal im Monat zu einer künstlerischen Tätigkeit und andere, die machen das deutlich seltener. Also die es gar nicht machen und die es häufiger machen. Dann ist das Überleben bei den kunstübenden Menschen höher als bei den nicht kunstausübenden Menschen. Also Kunst ist nun nicht mehr nur irgendwie etwas Nettes, sondern nach dieser Studie aus UK, die über, ich glaube, 14 Jahre durchgeführt worden ist, dokumentiert sich eine Sterblichkeitsreduktion von 31% durch künstlerische Tätigkeit. Und deswegen haben wir es auch da zu tun mit eben nicht nur Kunst, sondern wir nennen es gerne Kunsttherapie, weil es diese Wirksamkeit hat. Bilder, wie sich die Seele anders ausdrücken kann. Eine Patientin von uns mit Brustkrebs, das ganze Leid, die Dunkelheit wird wie sichtbar, wird Farbe in der Maltherapie. Dann während des Verlaufs gestaltet sie so etwas. Das macht etwas mit Menschen. Wenn auf einmal Leben sich zu dem Licht entwickelt. Und diese Orientierung zu dem Licht ist dann etwas, was auch Menschen in eine manchmal innere Verfassung bringt, die mit Ahnen von Kommendem zu tun hat, auch spirituellen Erlebnissen. Und wenn wir dann Menschen mal untersuchen nach ihrem letzten Bild fragen, was man natürlich dann nur im späteren gewissermaßen nachweisen oder zeigen kann, dass es das letzte war, auf einmal sieht man wie so eine Schwelle, wo Felsen auseinandergehen, wo dann ein Meer kommt und sich der Himmel öffnet. Das ist wie eine Art Perspektivbild für das, was sich dann im Sterben ereignet. Gesundungskräfte der Seele hängen zusammen mit all diesen Eigenschaften unserer Seele, unseres Denkens, unseres Fühlens, unseres Handelns. Reizüberflutung kann einen komplett in eine innere Überforderung bringen. Und die ständigen Nachrichten, die ungefiltert und unverdaubar für den Menschen sind, ihn innerlich immer eher in die Unruhe bringen, haben natürlich eine krankmachende Wirkung. Bewegung, innerlich, leiblich, seelisch, geistig, ist entscheidend. Von dem Fühlen haben wir von der Beziehung zum anderen Menschen gesprochen, von der Wärme, die zwischen Menschen steht, den gesundenden Einfluss. Wenn Menschen eine innere Traurigkeit, die Depression erleben, nicht mehr etwas, was in Richtung einer Perspektivität geht, dann hat das einen krankmachenden Einfluss auf viele Erkrankungen. Viel zu wenig Menschen wissen, dass die Osteoporose mit Depression verbunden ist. Lichtlosigkeit auch in der Seele. Und so haben wir hier eine Übung. Oder wir brauchen Perspektive, wir brauchen Ziele, wir brauchen etwas, was mit Sinnfindung in Zusammenhang steht. Das hält uns innerlich irgendwo am Leben. Und man kann sagen, dass alles, was mit Hoffnung zu tun hat, auch eine enorme Kraft ist, die uns im Heilen unterstützt. Es gibt eine wachsende Wissenschaft, die hat den englischen Namen Science of Hope, wo man immer mehr feststellt, wie wir von der Hoffnung, von der Perspektivität leben, wie wir im Fühlen von dem leben, was menschliche Beziehung, was Liebefähigkeit ist. Und wie wir zu allen Sinnfragen des Lebens etwas brauchen, was uns Orientierung und Sicherheit gibt. Und so möchte ich gerne schließen mit einem Bild von Ernst Barlach, der für mich das in eine ausgesprochen schöne und berühmte Plastik gegossen hat, die eine schwere Geschichte während des Nationalsozialismus durchgemacht hat. Gott sei Dank ist sie erhalten. Ich habe dieses Bild vielen Patienten ans Bett gestellt, wenn die entsprechenden Fragen gekommen sind. Und da sehen wir halt etwas,
was so als tierhaft im Sinne des noch nicht menschlichen, bedrohlichen erscheint, und einen Menschen, der aufrecht steht und der interessanterweise nicht das Schwert zum Töten dieses Tieres benutzt und da so unterschiedliche Stechbewegungen macht, sondern es nach oben orientiert, verwandeln des Menschen. Und das, was ich Ihnen gerne heute sagen wollte in diesem kurzen Übersichtsbeitrag, ist, wir können durch das Geistig-Seelische erkranken. Viele Erkrankungen hängen zusammen, auch mit dem Geistig-Seelischen. Und eine Medizin, die den Menschen in den Mittelpunkt stellen möchte, muss auch das wieder schaffen, dass sie diesen Horizont, nicht nur des Körperlichen, des Lebendigen, sondern auch des Seelischen und Geistigen einschließt. Und wir können aber auch aus dem Geistig-Seelischen Gesundungskräfte entwickeln und dadurch in diesen Gesundungskräften etwas an Heilung unterstützen, wo die Seele gesundend wirkt. Damit würde ich gerne meinen Beitrag abschließen und freue mich, wenn vielleicht die eine oder andere Frage kommt. Wissen Sie, wo diese Statue ist? Diese Statue, das konnten jetzt nicht alle hören, ja, die findet man unter anderem in dem Barlach-Museum in Güstrow. Nein, das ist in Kiel. Ja, in Kiel gibt es die auch, aber es gibt eine Kopie, da habe ich sie gesehen. Ja. Wie kann man nach traumatischen Erfahrungen in der Kindheit trotzdem gesund werden und sein? Und das sind Dinge, auf die ich, glaube ich, am Anfang schon hingewiesen habe. Alles, was ein Verstehen ist, was Trost schenkt, hat ein ausgleichendes Moment. Aber es kommt darauf an, dass da ein Verstehen mit dabei ist. Wenn ein Kind weint und man macht das irgendwie so, wie so Staubwischen, dann ist das keine große Trostaktivierung. Und wenn da ein bisschen Gefühl dabei ist, ist das auch nicht schlecht. Aber wenn das Kind sich verstanden fühlt, dann hat es eine innere Wirkung. Und in den Untersuchungen, die das, aber vieles ist davon auch wirklich auch noch unbekannt, die das demonstrieren, kann man sagen, wenn wir den Menschen einen Trost geben, wenn Vertrauen entsteht, dann hat das heilende Kräfte und kann etwas Traumatisierendes ausgleichen. Also das war der Trost des Kindes. Die meisten Menschen sterben an Herzerkrankungen, kann auch hier die seelische Entwicklung zur Herzgesundheit führen. Und da ist wirklich sehr beeindruckend, dass wir gegenwärtig eine Psychokardiologie haben und eben durchaus wissen, und das ist ganz normal in der Welt jetzt angekommen, dass eben Durchblutungsstörungen kein Herz- oder nur Organ- und Gefäßproblem sind, sondern dass sie moduliert werden durch das, wie es dem Menschen geht. Und deswegen gibt es seit etwa 30 Jahren, wo das beschrieben worden ist von Dean Ornish, eine Psychokardiologie. Bloß sie hat sehr schwer, weil es viel, sagen wir mal, interventionell eindrucksvoller ist, wenn man ein verschlossenes Gefäß auf einmal wieder zum Strömen bringt und es viel stiller ist, was erreicht wird durch Lebensstiländerung, durch Meditation. Und diese Zeichnung, die ich Ihnen gezeigt habe, mit den sogenannten 6 Eigenschaften, wie sie von Steiner beschrieben werden, nämlich wo unser Denken, unser Fühlen, unser Wille wie zusammengefasst werden in auch einer 6. Übung, die liegen anthroposophischen Herzgruppen zugrunde. Also wenn man sich fragt, was ist eine Psychokardiologie, die man gewissermaßen aus diesem Hintergrund entwickeln kann, dann fragt sie danach, wie geht man mit dem Denken um und der Informationsflut. Wie entwickelt sich eine Positivität, etwas, was Depression überwindet? Wie komme ich in Bewegung und Wärme?
Wie kann ich Angst überwinden? Angst ist ein eigenständiger Risikofaktor für den plötzlichen Herztod bei herzkranken Menschen. Ungeheuer wichtig. Wie kann ich hier Angst überwinden? Und wie bekomme ich neue Perspektiven im Leben, Sinnfindung? Wie stärken Sie persönlich Ihre Lebenskräfte? Also ich muss sagen, das Schönste ist, wenn man ärztlich tätig sein kann und wenn man versuchen kann, für den Menschen etwas zu tun. Und ich möchte es jetzt nicht zu pathetisch machen, aber es gibt ja einen großen Kollegen von uns und der heißt Paracelsus, ist schon leider gestorben. Paracelsus hat gesagt, die größte Arznei ist die Liebe. Und ich habe den Eindruck, dass es viele Dinge gibt, die weniger werden, wenn man sie verschenkt. Aber das ist nicht bei der Liebe der Fall. Es gibt so viel Positives zurück. Und ich muss sagen, durch eine Freude in der Hilfeleistung für den anderen Menschen, durch eine Kultur menschlicher Beziehung, aber auch durch eine sinnstiftende Betrachtung der Welt, durch eine innere Arbeit. Für mich spielt Meditation eine große Rolle. Und auch diese Eigenschaften, die ich da als 6 Eigenschaften zitiert habe, das ist etwas, was ich seit Jahrzehnten mache. Und ich habe den Eindruck, dass das gesundend wirken kann. Und so ist das zwar keine erschöpfende, aber eine für mich zumindest vielleicht geltende Antwort auf diese Frage. Könnte man das individuelle Gleichgewicht zwischen Bewusstsein und Leben Gesundheit nennen? Also ich würde sagen, ja. Also um es mal auch eine knappe Antwort zu geben. Aber ganz entscheidend, es gibt so viele Gesundheiten, wie es Menschen gibt. Es gibt nicht den über alle geltenden Normzustand Gesundheit, sondern es ist etwas, was für jeden Menschen individuell austariert ist, wie er seine Balance, seine Mitte findet. Aber die ist dann für sein Leben auch das ganz Entscheidende, was mit Gesundheit zu tun hat. Die Hoffnungslosigkeit steigt gerade stark an, da inzwischen viele Menschen, die sich durch die Impfung gegen Covid sicher und gerettet fühlten, nun doch erkranken. Wie kann ich Zuversicht geben? Also, Hoffnungslosigkeit bedeutet an sich, dass man wie aufgerufen ist, zu neuen Sinnsetzungen und Perspektiven zu kommen. Und mich hat es sehr berührt. Ich war inzwischen vor einer Woche das 3. Mal in meinem Leben in Auschwitz gewesen, wo man wirklich sagen muss, also wenn man Hoffnung verlieren kann, dann dort. Es ist unbeschreiblich, was dort an Leid geschieht. Und wenn man dann in diese Bücher nochmal oder überhaupt einsteigt, wie beispielsweise dieses Buch von dem Nüssli, dem Assistenten von Mengele, der alles dezidiert im Sonderkommando lebend beschrieben hat, dann merkt man, wie das Menschen ausgehalten haben. Und dann gibt es manche Menschen, auch welche, die ich persönlich kenne, wie die Halina Bierenbaum, die so ein Buch schreibt, die Hoffnung stirbt zuletzt. Und wenn irgendwie in der ganzen Qualwelt auf einmal einem 13-jährigen Mädchen ein Apfel gereicht wird, dann leuchtet ein Stück Menschlichkeit auf. Und es wacht auf einmal etwas auf, was mit Hoffnung zu tun hat. Und wenn wir jetzt etwas mehr Zeit haben oder hätten, dann würde ich Ihnen gerne von Viktor Frankl erzählen, der dieses Buch und trotzdem Ja zum Leben sagen geschrieben hat. 46, 3 wunderbare Vorträge zum Sinn des Lebens gehalten hat und der eben wirklich ein Meister ist, in hoffnungsloser Situation Hoffnung und Sinnfindung zu finden. Und von ihm kann man unheimlich viel lernen. Und wenn man jetzt unsere Situation anschaut, dann kann man vielleicht sagen, vielleicht sollten wir von ihm lernen. Weil Sinnsetzung was ganz Entscheidendes ist, auch gerade für viele Menschen, die in ernsten Erkrankungssituationen sind.
Und seine Anschauung ist eben nicht die, was habe ich vom Leben zu erwarten, sondern interessanterweise die umgekehrte. Was erwartet das Leben von mir? Wie ist meine Antwort? Und das ist eine innere, aufrechte Bewegung, wo alles sonst gewichtsmäßig runterzieht. Welche Bedeutung hat die Meditation für die Gesundheit? Ja. Also, ich muss sagen, man muss immer gut schauen, dass man nichts überhöht und auch nicht wieder zu klein redet. Aber man kann erstaunt sein, wenn man sich mal nur dieser Frage widmet, was eine innere, heilende Kraft gerade auch durch die Meditation entsteht. Wir haben einen signifikanten Einfluss auf den Blutdruck, auf unterschiedliche andere Erkrankungen. Und Meditation kann auch die Seele öffnen. Vielleicht nenne ich das einfach so als Abschluss, weil man kann sich fragen, was sind denn die Wirksamkeiten von Meditation? Da kennt man vieles, aber eine ist manchmal sehr entscheidend. Wenn Sie sich fragen, wann kommen unsere besten Einfälle, tageszeitlich gesehen, dann interessanterweise nicht heute um 21 Uhr, sondern wenn wir morgens aus der Nacht erwachen und noch nicht qualvoll vom Wecker getriggert uns irgendwie aus dem Bettgehäuse befreien, sondern so ein bisschen frei geworden sind. Auf einmal kann etwas kommen von den besten Ideen. Und wenn man sich zum Beispiel fragt, wann das Periodensystem der Elemente entdeckt worden ist, Mendelejew, Morgenstunden. Und so könnte ich Ihnen einige Beispiele bringen. Meistens, wenn man so ein bisschen in eine Morgenstimmung kommt, wird die Seele inspirationsfähig. Und ich habe den Eindruck, durch Meditation kann Morgenstimmung entstehen. Und es kann etwas von Inspirationsfähigkeit sich entwickeln. Und wenn dann ein neues Licht aufgeht, eine neue Perspektive da ist, dann hat das auch heilende Kräfte. Ja, damit sind wir 21:02 Uhr genau an dem Ende angekommen. Und ich möchte gerne darauf hinweisen, dass uns am nächsten Montag um dieselbe Zeit ein schöner Vortrag erwartet. Am farbigen Abglanz haben wir das Leben. Das ist jetzt keine Betrachtung menschlicher Seele, aber man könnte fast sagen, sie hat etwas zu tun mit der menschlichen Seele. Literaturwissenschaften, Anthroposophie von Frau Dr. Ariane Eichenberg. Nächsten Montag am farbigen Abglanz haben wir das Leben. Und so darf ich mich sehr herzlich bei Ihnen allen bedanken. Und wenn Sie uns, das Goetheanum und vor allen Dingen auch diese Initiative unterstützen möchten, dann gibt es diese Möglichkeiten, die Sie entdecken, um vielleicht die ein oder andere kleine Spende zu machen. Sehr herzlichen Dank und eine gute Nacht.